Großbritannien, England, London, das ist kein Steuerparadies mehr, wie es früher vielleicht noch der Fall war. Aber für wohlhabende, international mobile Familien kann der UK unter bestimmten Voraussetzungen immer noch einer der strategisch klügsten Standorte in Europa sein. Welche steuerlichen Vorteile es immer noch im UK gibt und wie du und deine Familie diese nutzen können, das werde ich dir in diesem Video näher bringen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, das Thema Nachlassplanung, Optimierung der Erbschaftssteuer. Es ist natürlich so aktuell wie nie, gerade wenn wir uns die Debatte in Deutschland anschauen. Du kannst hier über eine intelligente Auswanderung Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ganz enorm reduzieren oder sogar eliminieren. Deswegen veranstalten wir regelmäßig unser Seminar Ruhestand im Ausland, wo es genau um solche Themen geht. Wie kann ich nicht nur Rente, Pension, Kapitalerträge steuerlich optimiert vereinnahmen, sondern wie kann ich auch das Thema Nachlassplanung so gestalten, dass der Staat auf legale Weise natürlich so wenig wie möglich von meinem hart erarbeiteten Vermögen bekommt. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar Ruhestand im Ausland in Edinburgh begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich kenne ja den United Kingdom sehr gut, ich kenne London sehr gut. Ich bin 2003 von der Schweiz nach London umgezogen. Ich habe sehr viel Zeit dort verbracht. London ist sicherlich ganz klar meine zweite Heimat. Kaum eine andere Stadt kenne ich so gut wie London. Definitiv gibt es keine deutsche Stadt, die ich so gut kenne wie London und natürlich auch mit der ich mich so stark identifiziere. Als ich nach London umgezogen bin 2003, da war der UK noch ein echtes Steuerparadies. Viel besser zum Beispiel als die Schweiz. Dort konnte man viel einfacher, viel lockerer Steuern optimieren. Heute ist das leider nicht mehr möglich. Du hast es wahrscheinlich auch gehört. Spektakulär wurde durch die abgesiffte konservative Regierung der Non-Dom-Status abgeschafft. Ein Steuermodell, das es seit über 200 Jahren gibt und das es Ausländern eine Möglichkeit im UK zu leben, in London zu leben und auf ausländische Einkünfte keine Steuern zahlen zu müssen. Dieses Modell gibt es ja immer noch, zum Beispiel in Irland und in Malta. Aber der UK hat sich aus Gründen des Populismus und der pseudosozialen Gerechtigkeit dafür entschieden, das abzuschaffen. Und eben schändlicherweise war es auch noch eine konservative Regierung, die das getan hat. Generell ist das Steuerniveau im UK mindestens so hoch wie in Deutschland. Es kann sehr einfach passieren, dass du im UK mehr Steuern bezahlst als in Deutschland. Es gibt zum Beispiel weniger Absetzungsmöglichkeiten in UK. Zum Beispiel kannst du bei vermieteten Immobilien nicht mal die Finanzierungskosten von der Steuer absetzen. Du kannst auch Immobilien nicht abschreiben. Also es gibt viele Gründe, warum der UK steuerlich extrem schlecht ist und tatsächlich niemandem zu empfehlen ist. Es gibt aber auch noch ein paar steuerliche Vorteile im UK, die kaum bekannt sind, die kaum jemand kennt. Und wenn ihr eine wohlhabende Familie seid und ihr euch überlegt, wie man Vermögen zum Beispiel an die nächste Generation möglichst steuereffizient übertragen kann, dann könnte möglicherweise der UK ein sehr interessanter Standort sein. Hier ist der UK natürlich in der angelsächsischen Tradition. Das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe, gilt zum Beispiel auch für Kanada oder auch Australien. Auch diese Länder sind ja steuerlich an der Oberfläche zumindest extrem unattraktiv. Aber genau für die Punkte, die ich hier ansprechen werde, also Nachlassplanung, Vermögensübertragung in der Familie, sind diese Länder möglicherweise ebenfalls sehr interessant. Aber heute, wie gesagt, soll es um das Thema UK gehen. Was ist der größte Vorteil des UK und insbesondere Londons? Nun, London ist nun eine Stadt, wo sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann zu leben, wenn auch nur für ein paar Jahre. Eine tolle Lebensqualität. Sicherlich gibt es auch dort Probleme, wobei die Probleme vielfach auch in der Presse aufgebauscht werden, ist meine persönliche Erfahrung. Ich hatte in London noch nie ein Problem mit Kriminalität, aber natürlich in jeder Stadt gibt es Probleme und natürlich ist auch London davon nicht verschont. Aber es ist eine tolle Lebensqualität, da wird extrem viel Business gemacht.
Gerade im Finance-Bereich, im Bereich der Finanzdienstleistungen ist nach Brexit extrem viel passiert. Da ist der UK komplett neu aufgestellt. Diesbezüglich ist Brexit eine echte Erfolgsstory. Und natürlich auch im Bereich AI geht in London extrem viel mehr als in der EU, die ja dieses Thema schon letztlich vor der Geburt zu Tode reguliert hat. Daher kann London sehr attraktiv sein, gerade für Start-up-Gründer, gerade auch für junge Leute. Denn wenn man sich vielfach Länder anschaut, die jetzt steuergünstig sind, sei es zum Beispiel die Schweiz oder sei es zum Beispiel Dubai, dann muss man ja sagen, entweder sind sie weit weg oder sie sind ein bisschen langweilig oder sie gefallen einfach nicht. Man hat einfach nicht die Lifestyle-Möglichkeiten, die man in einer Stadt wie London hat. Dagegen, wie gesagt, ich kenne kaum jemanden, der nicht sagen würde, okay, ein paar Jahre in London, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Gerade natürlich, wenn man das mit einem Studium kombiniert, kann das hochinteressant sein. Es gibt ja in UK sehr gute Universitäten, zum Teil die besten Universitäten der Welt, nicht nur jetzt Oxford und Cambridge, wobei die natürlich besonders hervorzuheben sind, aber auch die anderen britischen Universitäten sind natürlich sehr gut, mal abgesehen von den ganz exzellenten Privatschulen und Internaten. Den versucht ja auch gerade die Labour-Regierung in den Hahn abzudrehen und diese doch sehr etablierten und sehr renommierten Institutionen im Grunde genommen den Garaus zu machen. Hier hat man ja vor kurzem eine Mehrwertsteuer eingeführt für Schulgebühren. Vollkommener Schwachsinn. Eltern also, die ihre Kinder in die Privatschule packen, damit das staatliche System entlasten und ja trotzdem ihre Steuern voll bezahlen, werden dann nochmal zusätzlich bestraft, indem sie Mehrwertsteuer auf die Schulgebühren bezahlen müssen. Das ist eben mal wieder so eine komplett irrsinnige sozialistische, pseudosoziale Gerechtigkeitsidee, bei der es einem ehrlich gesagt geradezu schlecht wird. Aber wie gesagt, wir wollen ja über die Vorteile sprechen, die London, die der UK hat, trotz allem. Bevor ich über die steuerlichen Vorteile spreche, sind noch zwei Dinge, die du unbedingt beachten musst. Zunächst mal Aufenthaltstitel. Es ist ja einfach im UK, einen Aufenthaltstitel, ein Visum zu bekommen, wenn du angestellt bist, das heißt, wenn du ein Jobangebot aus dem UK hast oder aber wenn du dort studieren willst. Es ist ebenfalls einfach, wenn du jemand bist mit sogenannten Extraordinary Abilities, das heißt, wenn du jetzt ein renommierter Akademiker bist, wenn du viel publiziert hast, wenn viel über dich publiziert wurde, wenn du Preise gewonnen hast, dann ist es ebenfalls relativ einfach. Für alle anderen Personen ist es praktisch unmöglich. Ja, also Rentner, Investoren, Unternehmer, ist es praktisch unmöglich, im UK ein Visum zu bekommen. Eine andere aberwitzige Regelung. Das heißt, dass bei allem, was wir jetzt sagen, musst du das natürlich berücksichtigen. Deswegen vielfach für unsere Mandanten, die heute in den UK ziehen, ist es fast immer eine Arbeitsstelle, über welche sie den Arbeitstitel erhalten. Wir haben natürlich Mandanten, die sind Unternehmer, aber meistens starten die eben auch mit einer Arbeitsstelle im UK. Das heißt zum Beispiel, die starten in einem AI-Startup und nach 2 Jahren kündigen sie und gründen ihre eigene Firma. Dann haben sie ja den Aufenthaltstitel im UK. Das heißt, wenn du ein solches Stellenangebot nicht hast, ist es natürlich extrem schwierig, im UK ein Visum zu bekommen. Der zweite Punkt, den ich unbedingt erwähnen muss, ist, dass man bei solchen Themen natürlich nicht nur auf den UK schaut, sondern auch auf das Herkunftsland schaut oder beziehungsweise das Land, aus dem du in den UK ziehst. Nehmen wir zum Beispiel Deutschland an. Wenn du von Deutschland in den UK ziehst, dann gibt es verschiedene Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel fällst du noch für 5 Jahre unter die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Das heißt, selbst wenn du im UK eine steuerfreie Schenkung bekommen kannst, und darüber werden wir uns gleich unterhalten, wirst du in den ersten 5 Jahren Schenkungssteuer in Deutschland bezahlen müssen. Früher war es so, dass Personen, die den Non-Dom-Status genutzt haben, unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht gefallen sind. Da gibt es auch Urteile vom Bundesfinanzhof zu diesem Thema. Jetzt gibt es den Non-Dom-Status nicht mehr. Es gibt noch keine Gerichtsurteile dazu, ob jetzt das neue FIG-Scheme, was den Non-Dom-Status ersetzt hat, was für 4 Jahre gilt, auch als Vorzugsbesteuerung gilt oder nicht. Aber in dem Kontext müssten wir vielleicht annehmen, dass es so ist. Das heißt, Deutschland hätte dann ein Besteuerungsrecht, selbst wenn im UK keine Steuer anfällt, bei der Veräußerung deutschen Vermögens, zum Beispiel wenn du deutsche Aktien hast oder Zinsen einer deutschen Bank bekommst, wenn das tatsächlich so wäre. Wobei das Doppelsteuerungsabkommen zwischen Deutschland und UK natürlich immer noch auf den alten Non-Dom-Status basiert ist. Das heißt, hier wird im Grunde genommen gesagt, dass Steuer auf jene Kapitalerträge anfällt aus Deutschland, die du nicht nach UK überweist. Die waren ja dann im alten System nicht in UK steuerpflichtig. Mit dem neuen FIG-Scheme kannst du ja nach UK überweisen. Deswegen kann man sagen, dass man sich an das Doppelsteuerungsabkommen gehalten hat. Und insofern würden dann möglicherweise sogar die Kapitalerträge aus Deutschland auch in Deutschland steuerfrei bleiben.
Aber das müsste man sich nochmal näher anschauen und näher analysieren. Also diese beiden Dinge wollte ich dir nur im Vorfeld sagen, bevor ich jetzt zu den Steuervorteilen des UK komme, die der UK immer noch hat. Wie lange diese existieren, wer weiß, aber bisher gibt es keinerlei Planungen, hier etwas zu tun. Also zunächst mal gibt es im UK keine Schenkungssteuer und keine Erbschaftssteuer nach deutschem Verständnis. Es gibt zwar im UK eine sogenannte Inheritance Tax, aber diese Inheritance Tax ist letztlich eine Estate Tax, wie sie auch die Amerikaner haben. Das heißt, Erbschaftssteuern zahlt nicht der Erbe, sondern der Nachlass des Verstorbenen. Ja, das heißt, wenn du im UK lebst und aus dem Ausland etwas erbst, und zwar ausländisches Vermögen, dann fällt im UK keine Erbschaftssteuer an. Nehmen wir einmal an, deine Familie zieht in die Schweiz. Das deutsche Vermögen wird veräußert, die deutschen Immobilien werden veräußert. Man hat danach Aktien zum Beispiel in der Schweiz. Man wartet die 5 Jahre ab. Dann sagt ein Familienmitglied, die Schweiz ist mir viel zu langweilig, ich will jetzt nach London gehen, ich will dort arbeiten, ich will dort einen Job annehmen, ich will dort studieren. Er zieht dann nach UK um. 3 Jahre später erbt er Vermögen aus der Schweiz. Dann fällt im UK keine Erbschaftssteuer an. Hat natürlich der in der Schweiz verstorbene Immobilien im UK, dann ist man im UK beschränkt erbschaftssteuerpflichtig. Dann zahlt also der Nachlass des Verstorbenen auf das britische Vermögen Erbschaftssteuer. Aber das kann man ja entsprechend gestalten, dass es eben im UK kein Vermögen gibt. Vorsichtig muss jetzt derjenige sein, der in den UK gezogen ist, dass er dort nicht mehr als 10 Jahre lebt. Wenn er dort einmal 10 Jahre lebt und dann den UK verlässt, dann gibt es ähnlich wie in Deutschland noch eine Erbschaftssteuerpflicht, die bis für 10 Jahre nachwirkt. Aber im Grunde genommen, wenn man beachtet, dass man weniger als 10 Jahre im UK ist, dann kann man dieses Problem komplett vermeiden. Jetzt hast du wahrscheinlich realisiert, ich habe jetzt nur von Erbschaftssteuer gesprochen. Denn eine Schenkungssteuer gibt es im UK überhaupt nicht. Das ist jetzt auch nicht so einfach, wie es klingt. Das heißt, wenn zum Beispiel Eltern, die im UK leben, ihren ebenfalls im UK lebenden Kindern 1 Million Pfund verschenken, fällt keine Erbschaftssteuer an. Außer der Erblasser stirbt innerhalb von 7 Jahren, dann wird anteilig Erbschaftssteuer fällig. Das Ganze ist nicht sehr interessant bei Immobilien und bei Aktien und ähnlichem Vermögen, weil dann fällt britische Kapitalertragssteuer an. Aber nicht auf Seite des Beschenkten, sondern auf Seite des Schenkenden. Das heißt also, wenn ich Aktien gekauft habe für 100.000 Pfund und ich verschenke diese Aktien später an mein Kind und diese Aktien sind dann 500.000 wert, dann muss ich als der Schenkende Kapitalertragssteuer darauf bezahlen, wenn es hier zu einem Eigentümerwechsel kommt. Aber auch hier, das dürfte die meisten von euch nicht betreffen, denn wenn ich das Beispiel von gerade eben nehme, und jetzt nämlich nicht die Erbschaftssituation. Das heißt, zunächst mal natürlich darauf achten, dass ich 5 Jahre aus dem deutschen System draußen bin. Dann lebt die Familie in der Schweiz, der Spross lebt im UK. Dann kann ich ein großes Aktienportfolio verschenken, dann kann ich Immobilien verschenken. Die dürfen eben nicht in UK sein und natürlich auch nicht in Deutschland, wenn ich die deutsche Erbschaftssteuer vermeiden will. Dann fällt hier überhaupt nichts an, denn die Person, die in der Schweiz lebt, ist ja in UK nicht kapitalertragssteuerpflichtig, außer natürlich bei britischen Immobilien. Da muss man dann natürlich Steuer im UK bezahlen. Also das heißt, britisches Vermögen ist grundsätzlich hier bei solchen Überlegungen nicht besonders sinnvoll. Also das heißt, damit kann man im Grunde genommen das Thema Schenkungssteuer und auch das Thema Erbschaftssteuer komplett legal umgehen, auch bei sehr großen Beträgen, eben unter der Annahme, dass man natürlich nicht in Deutschland Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer pflichtig wird. Also das Thema Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, das ist der eine Vorteil, den es nach wie vor im UK gibt. Wie gesagt, das hat der UK mit Kanada und Australien gemeinsam. Damit lassen sich sicherlich interessante Gestaltungen durchführen. Zweiter Vorteil im UK ist das sogenannte FIG-Scheme. Das hat den Non-Dom-Status ersetzt, also FIG. In den ersten 4 Jahren im UK sind sämtliche ausländischen Einkünfte steuerfrei. Du kannst diese auch in den UK überweisen. Das heißt, es ist nicht wie früher, dass die außerhalb des UK bleiben müssen. Das kann sehr interessant sein, wenn du zum Beispiel ausländische Kapitalerträge hast, ein ausländisches Depot hast, ausländische Mieteinnahmen und vielleicht nur temporär im UK sein willst, dann bist du letztlich von sämtlichen steuerlichen Implikationen im UK komplett ausgenommen. Auf inländische Einkünfte, zum Beispiel Gehalt, was du im UK beziehst, würdest du natürlich dennoch im UK ganz normal Steuern bezahlen. Der nächste steuerliche Vorteil ist das sogenannte Overseas Workday Relief. Das bedeutet, wenn du für einen britischen Arbeitgeber im Ausland arbeitest, das heißt, wenn du zum Beispiel auf Geschäftsreise bist, außerhalb des UK bist, dann musst du auf dein britisches Gehalt für diese Tage keine Steuern und Sozialabgaben in UK bezahlen. Sagen wir mal, du arbeitest jetzt für einen VC in London und du bist 1/3 deiner Arbeitszeit, 30%
im Ausland, dann musst du auf diese 30% deines Einkommens in UK keine Steuern und Sozialabgaben bezahlen. 30% ist aber eben auch der Maximalbetrag oder aber 300.000 Pfund, was auch immer das Geringere ist. Auch früher waren diese Regelungen besser, aber dafür gelten sie jetzt für 4 Jahre und nicht mehr für 3 Jahre. Also dennoch ein kleines Trostpflaster. So, wenn du nun also ein paar Jahre im UK gelebt hast, hoffentlich weniger als 10 Jahre, wenn die Familie Vermögen an dich übertragen hat, zum Beispiel steuerfrei, wenn du Auslandseinkünfte im UK steuerfrei verdient hast, und dann den UK wieder verlassen willst, dann fragst du dich natürlich, gibt es im UK möglicherweise eine Wegzugsteuer, eine Exit-Tax? Gibt es Dinge wie Entstrickungsbesteuerung oder ähnliche Schandtaten, die man ja aus Deutschland kennt? Und das ist meine letzte gute Nachricht für dich hinsichtlich dem UK-Steuersystem. Das alles gibt es im UK nicht. Das heißt, du kannst sehr einfach den UK wieder verlassen, ohne irgendwelche steuerlichen Implikationen beim Wegzug befürchten zu müssen. Selbst wenn du zum Beispiel eine britische Gesellschaft gegründet hast, kannst du diese einfach schließen und im Ausland eine neue Firma aufmachen, beziehungsweise du kannst diese Firma auch einfach weiterlaufen lassen im UK. Wie gesagt, eine Wegzugsteuer gibt es nicht. So, das war jetzt eine Übersicht zu den 4 Steuervorteilen, die es im UK immer noch gibt. Es gibt noch ein paar andere, da mache ich vielleicht nochmal ein anderes Video dazu, aber das sind die 4 wichtigsten. Wie gesagt, es ist lange nicht mehr so gut, wie es früher war, aber dennoch natürlich, was das Thema Erbschaftssteuer betrifft und insbesondere natürlich bei Schenkungen, muss man sagen, kann das ziemlich interessant sein. Vor allen Dingen dann, wenn du aus Lifestyle-Gründen eher in London leben willst, als jetzt zum Beispiel in einem Land wie der Schweiz oder Dubai oder sowas, wo es natürlich ebenfalls sehr günstige Gestaltung gibt, das ist ja völlig klar, zum Teil vielleicht sogar noch günstiger. Aber eben, man hat ja auch seine persönlichen Vorlieben. Gerade London hat natürlich schon seinen Reiz, das muss man ganz klar sagen. Also wenn das Themen sind, die auch dich bewegen, wenn du über eine Auswanderung nachdenkst, möglicherweise nach UK oder in ein anderes Land oder das Thema internationale Nachlassplanung dir Kopfschmerzen bereitet, insbesondere vor dem Hintergrund des immer gieriger werdenden deutschen Staates, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich bei einem unserer vielfältigen Seminare begrüßen zu dürfen. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen und seit 20 Jahren helfen mir Mandanten dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, auszuwandern, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen, Bankkonten zu eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Firmen zu gründen und eben auch den Nachlass steuereffizient zu planen. Alle weiteren Infos, auch wie du ein Beratungsgespräch buchen kannst, oder zu unseren Seminaren auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.